it that way. So. Bien. Also es muss ja nicht nur lecker sein, es muss auch lecker aussehen, ne? Juicy. Hey Leute, wir sind wieder bei Alvaro's Kitchen Talk. Ich bin super happy, dass wir das wieder machen dieses Jahr. Ich habe mir gedacht, bevor alle kommen, alle Gäste, das ist ja nicht meine Küche, ich muss ein bisschen so gucken, dass alles funktioniert, der Herd, die Messer und sowas, alles gut geschliffen ist. Habe ich gedacht, wir machen mal so eine einfach richtig gute Tacos. Mariniert, nämlich machen wir nur vegan dieses Jahr. Das wird richtig cool, eine super Challenge für mich. Und wir nehmen von The Vegetarian Butcher die Chikoriki-Streifen, die super lecker sind, und wir marinieren die erstmal und dann geht's richtig gut los. Also dieses Jahr gibt es richtig tolle Gäste. Ich verrate noch nicht, wer dabei ist, werdet ihr schon sehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich frage euch mal auf Instagram, was ihr wissen wollt, ob ihr Fragen habt. Und hier sind ein paar von denen. Kindheitsessen ist super wichtig, weil ich finde, in der Kindheit gibt es ja so viele Momente, auch so Gerüche und so, die uns ja wieder so richtig zurücktransportieren. Ich würde sagen Fideuà. Fideuà ist ein sehr typisch in Katalonien. Das ist so wie eine Paella, aber mit so ganz kleinen Nudeln. Und das Lustige bei dem ist, wenn die Fideuà fertig ist sozusagen, dann gehen die Nudeln hoch. Also wir bereiten jetzt erstmal die Marinade vor. Das ist sehr wichtig, weil die Marinade wird den Chikoriki-Streifen den ganzen Saft geben, den ganzen Geschmack. Obwohl die schon selbst sehr gut schmecken, aber ich habe jetzt keinen Saft, also so ein Saftding gefunden, deswegen mache ich es einfach mit der Hand. Das ist eh immer besser mit der Hand alles zu machen, weil dann spürt man die Ingredients, man ist connected mit der Natur und es ist einfach geil. Ja. Bei mir ist so zwei Sachen, wenn ich hungry bin oder wenn ich müde bin und nicht so körperliche Sachen machen muss, also so tragen muss, so richtig schwere Sachen. Und ja, Hangriness ist krass. Also ich muss wirklich konzentrieren, dass ich keine schlechte Laune kriege, weil das mag ich nicht. Aber es passiert und ich bin sehr, sehr anstrengend, wenn ich hungry bin, sagen manche Leute. Aber das werden wir heute nicht rausfinden, weil hier ist das Essen. So. Und ich werde die jetzt noch geil. Ein bisschen kleiner schneiden noch. Nice. Und auch für die Tacos ist es immer leichter, wenn alles ein bisschen klein gehackter ist, damit es nicht irgendwie so schwieriger ist zu essen, so wie ein Kebab. Das ist ein Döner. Und ich bin sehr happy, weil in diesen Folgen werden wir wirklich nur vegan kochen. Und ich finde, viele Leute, also Berlin ist ja schon sehr advanced. In Berlin, da weiß man, vegan ist cool, es gibt super viele Restaurants. Aber überall auf der Welt ist es noch ein Thema, wo viele Leute noch nicht so wissen, dass es auch ganz geil ist und dass man ganz coole Gerichte damit machen kann. Und vor allem, dass es halt sehr, sehr gut schmeckt. Und deswegen bin ich dieses Jahr dafür da und zeige es euch mal. Und als letzte Zutat ist noch Zucker in die Marinade. Das gibt den einfach nochmal einen richtig schönen juicy Touch. Dass so die Limette vor allem überall rankommt. Salz auch. Top. Und dann wird es danach angebraten und dann machen wir noch diese schöne Mexican Taste noch rein. Also es gab eine Zeit, wo es schon krass war. Es war 2016 und ich war Juror bei X Factor in Italien. Und es war so die Zeit, wo Italien richtig am Start war und ich war sehr bekannt. Da musste ich wirklich mit Kapuze von meinem Haus raus oder vom Apartment und in die Garage ins Auto steigen. Und für mich war es richtig weird, Geschenke zu bekommen oder halt so ohne dafür was zu tun. Dass das nicht normal wird, war schon eine Challenge für mich auch. Ja, dank meiner Familie und einfach ein bisschen, dass ich nicht die ganze Zeit in Italien war auch sehr gut. Dann war ich ab und zu wieder in Berlin und so und dann kannte mich niemand, deswegen das war mega. Also wenn ich in Italien geblieben wäre, wäre es vielleicht sehr, sehr schlimm gewesen. Aber zum Glück war ich nicht in Italien die ganze Zeit in der Zeit. Pico de Gallo nennt man das auf Spanisch. Das ist Tomate, Cherry-Tomate ganz klein gemacht. Das sind jetzt gelbe und rote Tomaten und dann noch ein bisschen Zwiebeln, ganz klein gehackt auch. Mega lecker, guck mal, wie lecker das ist. Das habe ich gestern vorbereitet, deswegen ist es jetzt so juicy. Perfekt für die Tacos gleich. Okay, dann schneide ich jetzt noch ein bisschen Gurke und ein bisschen von der Karotte. Ich würde gerne noch in Tokio spielen, ehrlich gesagt, weil ich ja da gelebt habe, als ich klein war und wir haben da ein Musikvideo gedreht. Aber so richtig da gespielt habe ich noch nie oder so eine Tour da gemacht. Und so ein Konzert in Tokio zu haben, wäre schon echt mega geil. Ich glaube, das würde mich sehr, sehr freuen. Geil, das wäre Hammer, ey. Stell dir vor, die ganzen Japaner da und singen auf Spanisch und unfassbar von der Zeit. Meine japanischen Freunde wären dann auch da und ja, also die japanische Kultur, ich liebe sie einfach. Die sind einfach
Richtig, richtig cool, die Leute da. So, jetzt haben wir die Karotte geschnitten und die braten wir jetzt ein bisschen an auf der Pfanne, während es hier noch mariniert. Bisschen Olivenöl. Perfekto. Ich habe in Mexiko mal eine ganz kleine, jetzt wo wir Tacos machen, in Mexiko eine ganz kleine Baby-Trumpet gekauft. Die ist ganz klein. Und ich dachte, okay, die ist klein, das ist sie einfacher zu spielen und so. Und dann meinte Fritz, mein Trompeter von der Band, meinte, oh, die ist super süß, aber die ist super schwierig zu spielen. Und ich so, okay, nicht so gut zum Anfang. Aber Trompete wäre mega cool. Man singt seine Line fertig, dann Mikro weg, Mic drop und auf einmal kommt die Trompete. Schon geil. Oh, new Spanish single soon. Yes, definitely. There's new music coming. And actually there's a new song that already came out only a few weeks ago. And it's called Cero. It's a very nice song. I actually love the song because I recorded a choir of women in Kenya while I was there for a project 4 years ago. And then there was this melody I couldn't get out of my head. And I remember that I always wanted to do something with that melody. And I finally did 4 years later. I put it on some chords. I put it on a track. And it sounded so great that I started writing my own song on top of that. And it's so good. The feedback's been amazing about the song, and the Namayanas Women's Choir, that's what they're called. They were super happy, and it's just a super cool multicultural combination of a feature, which I always love, to combine different cultures in my music. So that's what's up now about the new single, and maybe then this year or maybe next year a new one. But for now we have Cero, which is great. So go stream it if you don't know it yet. Das packen wir jetzt hier rein, in die Karotte. Mega. Muy bien. Jetzt braten wir mal die Chickiriki-Streifen ein bisschen an und lassen, dass sie so ein bisschen so angebraten sind, so ein bisschen goldig. Und dann machen wir ein bisschen Wasser rein und ein bisschen von dem Taco Sauce rein. Mexican Sazonador. My favorite song probably is very hard to define because I have songs for different moods that I have, which probably also you guys have. But one of my favorite songs is Slow Dancing in a Burning Room by John Mayer. Incredible artist. I went to see him in London. My family gave it to us as a present. And we went to see him, which was great. Because actually, many of my favorite artists I have not seen live. And it's just like such a pity. But yeah, Slow Dancing in a Burning Room. Then El Cuarto de Tula from Buena Vista Social Club when I'm like cooking and stuff. Yeah. Amazing, amazing. Familie und Arbeit wird immer natürlich ein Ding sein. Also Privatleben und Arbeit ist ja immer eine Balance. Und ich werde jetzt natürlich meine Musik nicht dafür aufgeben, wird noch weitermachen, natürlich, keine Angst, die Songs kommen noch raus. Aber meine Familie ist Priorität und das ist halt das Schöne an der Welt. Es haben sich schon Sachen geändert. Es ist schon krass, also jetzt am Anfang schläft man halt wenig. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch rede, dann ist es wahrscheinlich deswegen. Aber ja, man kriegt's hin. Organisation, super wichtig. Kommunikation, noch wichtiger. Und gute Laune, sehr wichtig. Das ist das Beste. Vater zu sein ist unfassbar schön. Und wie gesagt, am Anfang muss man überleben. Das ist wichtig. Wenn man die erste Phase überlebt hat, dann und wenn dein Kind anfängt, dich anzulächeln, dann ist es das Schönste auf der ganzen Welt. Dann weiß man, es ist kein Tamagotchi, es ist auch ein Lebewesen. Es ist wirklich, am Anfang ist es Full Tamagotchi. Das ist das Schönste auf der Welt. Okay, jetzt machen wir mal hier die Mexican Sauce oder die Mexican Pulver rein. Weil das gibt dann einfach gleich so richtig guten Geschmack. Das reicht eigentlich. Und dann vermischt man das ganz gut. Und dann machen wir gleich Wasser rein, damit das hier richtig nochmal saftig wird. Geil, es riecht so lecker. Wow. Damn. Wasser. Geil. Boah, das ist richtig gut. Mit ein bisschen Wasser wird es noch so viel saftiger. Ich meine, ihr könnt es ja hier sehen gerade. Das ist ja wow. Genau. Und dann nicht zu lange machen, weil wenn ihr zu lange macht, dann ist die Saftigkeit wieder weg und dann wird es wieder zu trocken. Aber so ist es gerade. So. Bien. Und jetzt machen wir die Kidneybohnen rein, damit die auch noch warm sind. Alles gut vermischen. Jetzt merkt man, die Streifen haben wirklich so diesen Saft aufgenommen und die Soße. Das
Das heißt, sie werden gleich richtig tender sein. Dann nehme ich das schon mal aus dem Feuer raus. Das ist eine Maschine. Und dann packen wir das jetzt in so eine Schüssel rein. Yes, yes. Also es muss ja nicht nur lecker sein, es muss auch lecker aussehen, ne? Und jetzt machen wir ganz wichtig hier noch die Tacos warm. Man kann die auch in der Mikrowelle machen, aber auch irgendwie auf der Pfanne. Mikrowelle geht ganz schnell, 1 Minute auf 800 Watt. Und ansonsten einfach hier auf der Pfanne geht es auch, dann müsst ihr die einzeln machen. Mikrowelle kann man die sogar alle einzeln zusammen sogar stapeln. Und es geht dann ganz schnell, habt ihr es in 1 Minute. Und jetzt machen wir, warte mal. Gashi. Also die Avocados muss man wirklich in deren Punkt finden, aber ihr kennt euch ja aus mit Avocados bestimmt. Yes. So, abgepellt. Und dann kann man es dann hier sehr gut so schneiden, in ganz feinen Streifen. Also Kunst ist für mich Freiheit. Ein Ausdruck von einem selbst. Kunst ist, wenn man frei ist, das auszudrücken, was man will. Und mit Kunst kann man viele Sachen machen. Also mit Kunst kann man Gefühle auslösen. Mit Kunst kann man ein Message weiterbringen. Und Kunst kann auch einfach nur für dich selbst sein. Kunst kann einfach nur sein, ich habe einfach Spaß damit und dann war es das einfach. Also Kunst ist viele Sachen. Kunst ist einfach, was du draus machst. Ich habe früher so eine Game Boy Color gehabt. Das war oder Game Boy Pocket war meine erste Game Boy. Das war mega. Ich habe so Pikachu gespielt und so perfekte Sachen. Und dann irgendwann habe ich dann das Zocken mit Musik getauscht und dann habe ich einfach viel mehr einfach nur Musik gemacht, weil die Software, die ich benutzt habe, um Musik zu machen, war sehr ähnlich wie Spielen. Und damit konnte ich auch frei alles entscheiden, weil in den Spielen gab es ja immer Limits. Es gibt irgendwo, wo du nicht mehr weiterlaufen konntest oder die Regeln waren nur bis hier. Und bei der Musik bist du ja der Einzige, der die Regeln entscheidet. Und das war halt mega. Und irgendwann habe ich aber mir wieder für diese ganz langen Trips ein Nintendo gekauft und dann habe ich ein bisschen Zelda gespielt. Ich liebe Zelda, ist richtig geil. Ich glaube, irgendwie so ein Backstreet Boys Song mit meinen Kumpels, oder mit der Klasse in Japan, ehrlich gesagt. Wir haben so viel Backstreet Boys gesungen. Ja. I want it that way. So ein Song zum Beispiel. Übrigens habe ich schon mit den Backstreet Boys gespielt. Nicht gleichzeitig, aber ich zuerst und dann die. Geiles Konzert. So ein bisschen Salz drüber. Dann mache ich noch ein bisschen von dieser schönen Petersilie drauf. Ihr könnt auch Koriander drauf machen. Eigentlich ist Koriander, ehrlich gesagt, auch super gut. Das sind die Chigiriki Tacos von The Vegetarian Butcher. Und ich probiere jetzt hier mal. Das sind riesen Tacos, ne? Also. Oh, scheiße. Wow. Wow. Leute, vielen Dank für eure Fragen. Richtig cool. Ich esse jetzt diesen Taco nochmal gleich zu Ende, wenn es nicht alles hier rausfällt. Kaum zu glauben, dass es eigentlich vegan ist. Und gleich kommen die neuen Gäste. Viel Spaß.